wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Nordic Physics Gamer. Es ist Dienstagabend, 20 Uhr 4. Okay. Ticken später als sonst. Hi euch beiden. Hi. Wie geht's euch? Sorry, ich bin spät. No surprise. Sherlock. No shit, Sherlock. Die passend. Frogware, da habe ich den Frosch her. Ich muss die Videos mal so lange auf YouTube hochladen. Ich habe da einige Videos in der Mache, die hochgeladen werden müssten. The Unreal Engine. Quark. Quark sind die Bestandteile von Protonen und Neutronen und Pyonen und Kaonen, glaube ich. So, Crimes and Punishment, Sherlock Holmes. The Mellow, was sagst du zu James Gandolfini? Fiel mir letztens so ein. Witzig, wir spielen übrigens gerade auch Sherlock, also Crime und so, aber was sagst du zu James Gandolfini? Blutbad. Wir hatten das Blutbad und wir mussten in die Katakomben da und da waren wir jetzt. Es dauerte wohl etwas länger. I am not sure. We had better be careful. Genau. Aber mal gucken. Genau, den Mithras-Tempel durchsuchen. Genau, das hat man hier noch. Der Ritualdolch, genau. Ja, irgendwas mit den Dudes und stimmt, der Rodney Bentcliffe wurde in den Thermen umgebracht. Wir sind ja einem alten Kult auf der Spur. Stimmt. Die gehen ja davon aus, dass das irgendwie nur ein Fluch ist oder dass man so mit dem Kult da irgendwie verflucht ist. Ich erinnere mich. So. Aha. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Okay. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Ich habe jetzt also gar keinen Bock, wieder zurückzugehen. Diese Sherlock-Streams sind einfach wie ein Cozy, da sagst du nichts, das freut mich. So. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Da haben wir den Helm von Athena. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Gehen wir mal geradeaus, mal gucken, was passiert. Wir sind immer noch in London oder um London herum, auch wenn das hier so eine römische Ausgrabungsstätte ist, oder so ein Mithras-Kult, aber nichtsdestoweniger sind wir nicht in Ägypten, das ist keine Pyramide. Okay, wir sind gerade im Kreis gelaufen, unangenehm. Nee, oder? Moment, was? Okay, Podest mit Stein. Da ist er ja. Amazon hat den Tony unterdrückt. Finde ich nicht okay. Finde ich absolut nicht okay. Ah ja, da ist er. Da spielt er. Und meine Frage war gerade,
an dich. Witzigerweise, wo es gerade um Crime and Punishment geht, was du von James Gandolfini hältst. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein. Okay, wir nehmen mal einen Stein. Mhm. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was mir dieser Mechanismus hier sagen möchte. Nee, ich will nicht beenden, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ey. Großartiger Schauspieler, zumindest in Sopranos, sonst nie gesehen. Wen meintest du mit, wie geht's dir? Ich meinte, wir meinten dich, ja genau. Steinis, ja, die sagen mir nur nichts. Ich habe keine Ahnung. Ey. Ich habe ja auch so gerade 0 Anhaltspunkte, was ich zu tun habe. Das ist, wenn ich auf Überspringen klicke. Ja, mach ich mal. Aha. Okay. Das ist ja alles sehr verwirrend. Ja, okay, dann geht's da wieder raus. Okay, da. Wir kamen von da. Geht's hier wieder runter. Wir gehen mal ganz runter. Wir gucken, was unten passiert. Ah, jetzt geht's hoch. Das ist ärgerlich. Danach geht's in die Klinik, sonst keine Ahnung, wie es geht von euch. Ist das gut oder schlecht? Genau, denke mal gut, hat Therapeuten Ärzten empfohlen und ich kam jetzt von der Warteliste runter. Das klingt dann tatsächlich gut. Ja, in der Tat. Ich bin hier leicht verwirrt. Ah, Moment. Ist oben immer ein Symbol? Ah, nee. Aha. Ne, ich will ganz runter. Okay. Da geht's hoch. Ich will ganz runter. Genau, hier rüber. Okay. Das ist einfach eine Sackgasse. Dann gehen wir mal hier weiter. LOL.
Ey. Ich habe keinerlei Orientierungssinn, das wissen wir doch. Okay, also hier runter. Jetzt hier wieder hoch. Ich glaube, das google ich mir gleich zurecht. Von hier kam ich. Ja, scheint so. Okay, hier sind die Steine. Merken wir uns das mal. Was kam mit dem überspringbaren Stein raus? Genau diese Kombination, aber ich habe keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche. Die wurden dann halt abgelegt. Okay, so. Ich habe gestern Schlaftabletten bekommen. Das erste Mal, seit ich bei Checken letzten Monat war, dass ich einigermaßen schlafen konnte. Das ist gut. Ist gut, ist gut. Schön mal nicht wieder um 15 Uhr todmüde zu sein. Das klingt in der Tat gut. Steine können springen. Ja, die sogenannten Springsteine. Ja. So. Hopp. Das ist mir jetzt so blöd. Dum. So. Aha. Okay. Aha. Okay. Aha. Okay, so vermutlich hier längs. Und jetzt gucken wir uns nochmal. Wir haben Dinge. Negativ. Kann ich das größer machen? Nee. Die berühmten Springsteine, genau. Ach ja, okay. Kann ich das größer machen? Immer noch nicht. What? Okay. Angeblich, genau, ich sollte vielleicht mal Kontext geben. Angeblich soll das hier mit diesem Fresko zu tun haben. Nur da, ne? Ja, was sind das? Briefe? Ja, okay. Kann man kaum erkennen. Hier auch nochmal, aber kann ich nicht größer machen, ne? Da ist nichts und das ist von den letzten. Oh ja. Gut, habe ich jetzt. Okay, Helm. Lord Helmchen.
Dann... Und bei den Steinen gerade eben sollen wohl die Türen aufgegangen sein, die waren wohl vorverschlossen. Insekt. Halbmond. Okay, Insekt. Das wird das Insekt sein, oder? Ja, okay, Insekt. Halbmond. Das ist der Halbmond, oder? Ja, okay, Halbmond. Ja, nie. Sackgasse. Unangenehm. Stachelhalsband. Ey. Das klappt hier ja wunderbar. Nicht. Das könnte ein Halbmond sein. Oh, gut. Gucken wir hier mal. Okay. Okay, Halbmond. Und jetzt... Halbmond und jetzt Stachelhalsband. Okay. Ah ja, Stachelhalsband. Okay. Egal welche Richtung. Kopfbedeckung. Okay. Helm, Kopfbedeckung, oder? Das nicht, das nicht, das nicht. Okay. Oh, das sieht gut aus. Okay. Hier am Anfang, ja. Okay. Okay. Look, it's the golden knife. Dagger. Get it? Okay, hier sind wir wohl richtig. Die mit dem Stachelhalsband. Genau, ich kenne nur die mit dem roten Halsband, aber ja. Wann sind wir in einem Maya-Tempel gelandet? Habe ich etwas verpasst? Nie, genau, gute Frage. Das ist das, was ich vorhin gerade sagte. Wir sind immer noch in London, in der Nähe von London. Aber wir haben es ja mit diesen Archäologen gut zu tun. Und die haben da in der Nähe von London eine Ausgrabung gemacht. Eine Ausgrabung gemacht. Und da gab es wohl so eine römische Untergrundkult. Ja, Untergrundtempel, irgendwie sowas. Und da sind wir gerade. Haben wir am Ende des letzten Streams freigeschaltet. Wir haben aber am Ende des letzten Streams den Fall nicht zu Ende gemacht, weil es halt, wie man sieht, gedauert hätte. Genau. Das war jetzt auch so ein bisschen so, okay, wir sind hier, was müssen wir... Ich habe auch gerade keine Ahnung, was wir machen. Anscheinend wollen wir den goldenen Dagger finden. Genau. Nee, 2012 sind nicht in den Maya-Tempel gelandet, 2012 ist die Erde untergegangen. Hat uns nur noch keiner erzählt. Vielleicht Gold runter, was soll das sein? Das soll doch Schutz sein. Erde. So. Okay, wir wollen...
Gute Lampe, okay. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidaria. The murderer left this lamp. Ah ja. This lamp. No. Ja, okay, das hat noch was. Sorry. Oh, ich bin müde. Und seit die Erde untergegangen ist, sind wir im Mithras-Tempel offensichtlich. Das ist sehr witzig. Es erinnert mich ein bisschen an Lost. Ein bisschen von Matrix. Ein bisschen was von allem. So, da kommen wir. Jetzt gucken wir mal. Ja, was haben wir hier? Was passiert, wenn ich da drehe? Da geht eine Tür. Watson, I need your help. Okay, ich verstehe. Ich kann jetzt mit Watson spielen. Witzig. So, jetzt kann ich hier irgendwo längs. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Hier wird es gewesen sein. Aha. Okay, verstehe. Und jetzt? Jetzt haben wir Watson eingesperrt. Ist das true? Ja, wir haben Watson. Wir haben Watson eingesperrt. Geil. Sehr schön. Das gefällt mir. Funny Fresh. Ich habe eben angefangen, Matrix Resurrection zu schauen. Und ist gut. Genau, nicht spoilern, aber ist gut. Ach nö. Deaktiviere, komme ich nicht mehr. Okay. Okay. Gucken wir mal. Jetzt ist Watson wieder eingesperrt. Okay, verstehe. So, das ist der Hebel. Gucken wir mal, was der macht. Da oben. Okay. Oh, jetzt haben wir den. Was macht der? Aha, das ist der andere bei Watson. Okay, jetzt haben wir hier zwei. Jetzt gucken wir mal. Der bei Sherlock nehme ich an. Das ist meiner sowieso. Okay. Das ist der von Sherlock, den komme ich raus. Okay. Ah, das ist der von Dagger. Okay. Okay, dann kann Watson da drin bleiben. Dann gehen wir rüber zu ihm. Dann komme ich hier raus. Ah. Das ist ein Try and Error. Und jetzt müsste ich perfekt. Nice. Bisschen interessant, nur weiß ich nicht, ob es so gut in meiner Lage gerade ist. Ja gut. Was hast du gegen Watson? Geht's ja um Psyche und so, verstehe. Klingt in der Tat interessant.
Die Bewertung bei Netflix, Amazon vertraue ich eh nicht mehr. Lol, ja, verstehe ich. Was ich gegen Watson habe, weil Watson mir in knappen Durchgängen immer am Weg steht und dann, Holmes, was machen wir jetzt? Alter, geh mir aus dem Weg. Oh. Okay. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Ja, okay. Aber das war jetzt nicht silberner Abguss. Der goldene Dagger. Abguss. Das Ritualdoss von Mithras. Aus Eis. Ja, gut. Ah. Stimmt, wir hatten ja noch anscheinend. Ah. Ah, da haben wir noch was. Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung. Ein Fund, der eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz alleine einstreichen können. Right. There are quite a few loose ends. Kann ich hier... Aha. Da haben wir einen neuen Punkt. Motiv Rache. Blinkhorn ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er bei der anstehenden Entdeckung ins Abseits gedrängt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verpasst. Ha. Ich sollte vielleicht erstmal aus den Katakomben raus, ne? Da sind noch ein paar Loose Ends, die mir fehlen. Aber gut, wir haben theoretisch eine Schlussfolgerung. Was ich gegen Watson habe, habe ich gerade gesagt. Was machen wir jetzt in Sherlock? Orange ist neben Blau meine Lieblingsfarbe. Ah, gut zu wissen. Ah, es sind die kleinen Freuden. So, ich habe hier noch eine Menge offener Enden. Okay, das heißt, egal was ich hier mache. Oh, die gehören dazu. Was habe ich hier? Silberwaffe. Ah. So, gehen wir erstmal hier raus. Das haben wir ja schon gesehen, wie es geht. Da wollen wir durch. Okidoki. Und da die 3. Na. Ja, okay. So. Machen wir auf. Das ist der bei Watson. Ja.
das wieder offen. Da ist dicht, da ist dicht. Das war der. Gucken. Das ist die Tür oben, da kommen wir noch nicht hin. Nicht? So, kann Watson jetzt einfach gehen? Was passiert jetzt, wenn ich... den mache? Falsche Seite. Never mind. Ja. Jetzt kann ich mit Dr. Watson raus. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Ah, okay, und jetzt komme ich da mit Sherlock raus. Jetzt geht die Tür oben zu. Oh ja, das geht ja. Genau. Könnte ich theoretisch jetzt einfach mit Watson abhauen? Komm, Watson, geh. Geh! Was geht? I cannot leave Holmes trapped here alone, even though he did ruin my favorite handkerchief. Handkerchief, ulala, das ist immer britisch. Das Ding. Oh, andere Seite. Never mind. Ja. Und Are we inside the hidden Temple of Mithras, Holmes? jetzt gehe ich einfach ohne Holmes. Ja, sehr gut, das geht. Finde ich witzig. Gut. Wo geht's hin? Freude, Nachdenk. 2 Spermien sind rot, ja, blau, ja. Nee, ist richtig. Sehen sie aus, das ist auch absolut richtig. Alles Petzen an. What? Alles Petzen an Milf? Bitte? So. Ich bin in meinem... Ja, gut. Da kann ich nichts machen. Eisdolch, Methode, Motiv Rache, ginge. Kann ich hier was machen? Ah. Tode Silber durch. Ah, auch Blinkhorn, okay. Silber oder Eis. Ich tendiere zu Eis. Ah, okay, verstehe. Wenn ich das dann mache, dann kann es nicht Silber sein, dann muss es Eis sein. Okay. Und hier die beiden zusammen ergeben das Ding. Wenn ich das ändere, da kann ich nichts ändern. Ne.
Motiv Paranoia. Gareths Leiden wurden zu stark. Nach Sir Rodneys großer Entdeckung verfiel er in Angst vor Mithras Fluch und entwickelt da eine echte extreme Paranoia. Glaube ich nicht. Gareth Eis durch. Okay. Oh, das ginge auch. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube Schwäche. Mal gucken. Hier habe ich noch die Möglichkeit. Hoffnung. Ah. So, gucken wir mal. Keine Gnade, nie. So, Blinkhorn, Eisdorch. Er tötete Sir Rodney, um ihn für seinen Machtmissbrauch zu bestrafen. Zudem wollte er finanziell davon profitieren und in seinem Tätigkeitsfeld glänzen. Er verwendete eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras aus Eis. Oh, falsch. Vergessen. Anderer Chat. LOL. In der Tat. Sehr witzig. Aber okay. Okay. Keine Gnade für Blinkhorn. Immer Gnade. Nee. So. Moralische Entscheidung bestätigen. Yep. Okay, wir lösen den Fall. Fragezeichen. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ja, alle drei sind noch im Gefängnis, oder? Fällt mir gerade ein. Es müsste ja relativ einfach sein, die dann wirklich festzunehmen. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Sad. So, halten, um Entscheidung zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Gefunden Hinweise 18. Schlussfolgerung. Blinkhorn, alles durch, keine Gnade und... Yes! Grün! Stimmt, jawohl. Okay. Entscheidung bestätigen. Ihre Einstufung, Persönlichkeitseinstufung unparteiisch. Jawohl! Sehr gut. Haben wir den Fall gelöst. Und auch richtig gelöst. So, die Affäre Abbey Grange. Jedes Mal... Achso, ja, okay. Ich kenne Hermione Granger. Aber Abbey Grange. Okay. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Dann haben wir jetzt dann noch den Fall vom letzten Mal. Ja gut, das hat jetzt fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Also wenn wir letztes Mal damit noch weitergemacht hätten, das hätte sich dann hingezogen. Ja, machen wir einfach mal weiter. Next.
Macht Spaß, das Spiel. Macht absolut Spaß. Kann ich nur empfehlen. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. What? Ich glaube, ich penne. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Natürlich. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. So, was ist im Teleskop? Immer noch die Nachbarin. Weird. So, wo geht's hin? The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Dann machen wir das doch mal. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Mhm. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. My analysis table. It is useful for my work. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hud. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Watson ist pissed. Tisch. Brief. Sherlock Holmes. A wax seal with the monogram E.B. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. The Brackenstall family coat of arms. Abbey Grange, Marsch Kent, 3:30 Uhr. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zu Hilfe kämen. 3:30 Uhr, okay. Der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie keine Sekunde zu verlieren, da Sir Justus nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtung vor Inspector Lestrade. Captain Justus Kidd kenne ich. Ich glaube, da geht etwas mit der Nachbarin. Ich weiß ja nicht. Okay. Abbey Grange. Dann gucken wir uns mal an. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Aha, Abbey Grange ist ein Ort und nicht der Name einer Dame. Okay.
Untersuchen Sie den Mord, der in Abbey Grange verübt wurde. Holmes erhält eine dringende Mitteilung von Inspektor Lestrade mit der Bitte um seine Mithilfe. In Abbey Grange ist etwas vorgefallen. Scheint ein Mordfall zu sein und eine Entführung oder ähnliches. Im Übrigen, EB, man könnte spekulieren, dass das I in EB für Justus steht. Ich persönlich glaube, EB steht für Easter Bunny, aber das ist nur meine sehr bescheidene Meinung. Okay. Bis auf die Befreiung der Lady. Okay, was ist da los? Und Sir Justus, Captain Kidd. Okay. Okay, 3 Fälle gelöst. Souvenirs, die Harpune, die Dampfpfeife und der Silber durch. Nice. Ja, dann wollen wir nach Abbey Grange. Ich möchte anmerken, ja, es hat sich bezahlt gemacht, dass wir gerade Watson dabei hatten. Sonst hätten wir im Mithras-Tempel da irgendwie nicht, wären wir da nicht zurechtgekommen. Ebi heißt Easter Bunny, sagte ich gerade, ja, und ich glaube auch nichts anderes. Ganz genau, sagte ich gerade, ja. Ich bin da absolut genau auf einer Linie. Nett. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the 3 Randalls? Exactly. The father and 2 sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Nicht so nett. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Okay. Brackenstall. Justus Brackenstall. Ich glaube nicht. Ich glaube Easter Bunny. Ja, ist nett. Das wäre schon ein bisschen Oberschicht, würde ich tippen. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. The Morning Saloon, okay. Lord Ramsay Brackenstall. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes.
I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. Sieht gar nicht so alt I aus, wie am ich mir sorry, vorgestellt habe. Holmes. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. Aha. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. So ein Raum ist Before I echt went cool. upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Mhm. Können mich da in diesem Raum einfach hinsetzen und ein Buch lesen oder so. Irgendwie einen Keks essen, einen Tee trinken, ein Buch lesen. Das wäre so genau ein Raum dafür. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Frische Verletzung, ja, okay. Da nicht. Blasse Wangen, ja. Schon ein bisschen noch jung, die gute Dame. Was? Australische Herkunft, okay. Känguru und Emu. Elegantes Kleid. Alte Verletzung. Okay. Der Ehering. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Ja, ich dachte, ich gehe auf alte Verletzungen, aber ich dachte, You mentioned that your He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Gute Dame hat auch Your ein ladyship. Motiv. Oh, what a horrible thing to have happened. Die gute Dame hat auch ein Motiv. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed,
and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Hat sie nicht gerade gesagt, dass... Nun gut. Altersverhalten nur geht, oder? Kaffeefleck, ja, gut. Arbeiterhände, ja, gut. Und fürsorglich. Okay. Und Lady Brackenstall kommt aus Australien und hat eine Verbindung zu Australien. Das merken wir uns mal. Weisen alten Verletzungen auf, genau. Lestrade, Raubüberfall, genau. Lady Brackenstall. Untersuchen Sie den Tatort im Esszimmer. Das machen wir gleich. Untersuchen die das Zimmer, in dem sich Lady Brackenstall von der Tat erholt. Das machen wir erstmal. Wir gucken mal. Ja, was habe ich denn hier so Schönes? Das war's. Was ist hier? Mir wird das eher angezeigt, aber wofür? So, was haben wir hier? Gucken wir mal, wir haben einiges. Wir haben ein Bild, eine Fotografie. Photography von This zwei photograph Frauen. of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Das findet man heraus. Ah, kann ich noch drehen. Ah, kann ich das Ding aufmachen. Ah, Gibraltar. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. A trapper's hut. A trapper's hut. Die Times. Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Ah ja, die Randalierer. Ja. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenden Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurde bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne,
die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Großgewachsen, oder? Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Ah ja, Piraten. Seien sie auf der Hut und mögen ihre Wertgegenstände sicher sein. Okay. Mona Allegra schreibt die Arme. Weiß ich nicht. Also ja, ist natürlich nicht schön. Aber die ist halt durchaus eine potenzielle Mörderin. Ich meine, sie hat ein Motiv auf jeden Fall. Gucken wir mal weiter, was wir so für Hinweise finden. Da haben wir die Reise aus Australien. Theresa Wright. Lady Brackenstall. Noch keine 25 Jahre alt und schon verwitwet. Uiui. Schon aus einer wohlhabenden australischen Familie. Sie ist etwas mehr als einem Jahr verheiratet. Höchstwahrscheinlich hat sie während der vergangenen 2 Wochen körperliche Gewalt über sich ergehen lassen müssen. Sie führt ein einsames Leben und verlässt das Haus nur sehr selten. Keine 25, verrückt. Besser am dran als am ab. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Aha. Das ist tatsächlich auffällig. Also. Ui, hab schon ein paar Sachen. Ja. Na gut. Da haben wir schon mal was. Ja. Inszeniert. Ich denke tatsächlich. Was haben wir noch? Wir haben schon ein bisschen was. Täter identifiziert. Das wird alles nicht passen, ne? Nee. Na gut, aber haben wir schon mal was. Da haben wir schon mal was. What else? Auch wenn sie den Täter nachher gekillt haben sollte, hat sie nicht weniger Mitleid von mir. Das ist okay. Das ist okay. Ich wollte nur sagen, sie hat ein Motiv. So, wohin? Ja, was ist hier? Was kann ich hier mit R begutachten? Oder irgendwas auf. Kratzer. These scratches are most definitely made by the picture frame. Okay. Aha. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Okay, cool. Cool. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Oh, what a horrible thing to have happened. Canty Theresa. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Na gut. Okay, da kommen wir jetzt erstmal nicht Let dran. us try to open this safe. Okay. This safe
can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Okay. Ich gehe jetzt nach rechts, naja. Okay, 17 rechts. Und jetzt nach links. Muss ich hier bestätigen. Ah. Okay, das war... Ah, okay, verstehe. Und jetzt... Ah. Aha. Ja, verstehe, man hat das im geringeren. Ah, okay. Okay. Ah, da war was. Da ist er. Ja, gut. Haben wir mal so ein Safe geknackt. Uiuiuiui. Okay, Sherlock, wir haben Geld. Und wir haben Papiere. Schnell. Ausrauben, mitnehmen, weg. Nett. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Ärztlicher Bericht. Okay. Serious. Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Das klingt nicht so gut. Bei der letzten Untersuchung hatten die stark blutunterlaufene Augen und ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Leber geschädigt ist. Nicht so gut. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Auch nicht so gut. Die Beinkrämpfe, von denen sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht. Die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Außerdem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss. Dem ging es nicht gut, dem Dude. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Dem Dude ging es echt nicht gut. Der geht's nicht mehr gut. Der oder dem? Also, ihr geht's vermutlich auch nicht gut. Das ist richtig. Sir Brackenstraw, Becken, was? Ja. Aber dem auch nicht. Dem ging es auch nicht gut. Ihm. Ja, genau. Ja. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und versteckt ihre Aggressionen. Ich stehe ihnen jedoch gerne zur Verfügung. Ja gut, wenn man Arzt ist.
um sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Ja, gut. Brackenstall, das muss ich mal merken. Gut, das haben wir abgeschlossen. Dann gucken wir auf den Tatort an. Das Strahd-Schild, anstatt seine Arbeit zu machen. Okay. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Kaminsims, okay. Seilstück. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. What? A fur trader's cabin. Glockenseil. Okay, da war wohl mal ein Glockenseil. Aber, why? So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. That must be the murder weapon. Ist das so? The head was cracked with the force of the blow. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Ich bin ja noch nicht fertig. The hunting scene. Ach, da fehlt ja eine Flasche Wein. Na gut. A bottle of wine is missing here. Oh, das ist die, die auf dem Tisch steht. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Right. Wenn man schon klaut. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. These wine bottles are expensive and mostly from France. Huh. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware.
Gut, bei Wein mag man vielleicht denken, ist nichts wert. Sehe ich ein, aber so ein goldener Kerzenhalter. Ja, verstehe seine Skepsis. Ah, das hatten wir schon, ne? Ja. Haben wir hier. Antique hunting weapons. Aha. Antique. The hunting scene. Ich glaube, es ist der französisches Fenster. Okay, gucke ich mir gleich an. A trapper's hut. A trapper's hut. Ich habe das Gefühl, Sir Justus war Jäger. Glockenseil, da war mal eine Glocke dran. Kann ich da? Ah. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Ah, okay, aber was? Okay, da war man nicht. Ah, okay, konnte man rund. Ah, okay, Glocke, Seil. It appears that the bell rope was Ha! cut by someone taller than me. Hm. It appears that the bell rope was... Kann ich hier nichts machen weiter? Nein? Oha, Alter. Da bekommen wir einiges an Hinweisen schon mal zusammen. Also, Täter identifiziert, Gewaltausbrüche aus Australien, Leiche, Schürhaken, Kamingitter, Zweitleser. Ah, okay. 3 Personen. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine Person ihren Wein mit... Was? Mag eine... Achso, die Person mit Weinstein, 2 Personen. Es waren 2 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das dritte Glas geschüttet. Ja, machen wir das hier. What else? Kamingitter. Schürhaken, nope. Was haben wir noch aus Australien? Schürhaken, Täter identifiziert. Ah, Leiche. Schlag mit Schürhaken. Justus könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Möglich. Noch Gewaltausbrüche. Kamingitter an Leiche. Der Tod könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein, sich da beim Kamin. Glaub ich nicht. Bleiben wir da. Gewaltausbrüche, ne. Okay, haben wir schon mal einiges zusammen. Ich frage mich immer noch. The death was instant. A fur trader's cabin. Naja, gut, das haben wir jetzt. Big tall person. It appeared. Da gibt's Leichen. Ich will jetzt noch mal die antiken Waffen. Ui. Hübsch. Ui. Mehr als hübsch. Oh, das ist nett. So vom Esszimmer in so ein... auf so eine Terrasse. Was ist das hier? Ein Brunnen mit Eimer.
Okay. Hier ist einiges los. Ich weiß noch nicht, was sie hier soll, aber gut zu wissen. Ist nett. Und dann haben wir... Ach, hier sind wir. Ah, okay. Ah, aha, okay. Jetzt haben wir noch diese Tür. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. So what? Okay, irgendwas fehlt hier noch an dem Tatort. The hunting scene. Ah, den Stuhl. Ach, das Seil, das... Ach! Da ist das Seil, das abgeschnitten wurde. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Toby holen. Oh, holen Sie Toby aus der Baker Street und folgen Sie mit ihm der Spur. Ja, mach ich. Mach ich wohl. Ah, das mit dem Stück wurde Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Da hat jemand Bock auf SM-Spielchen. Es könnte noch Geruchsspuren der Täter aufweisen. Aha, was haben wir noch so? Die Gläser. Erfragen, machen wir. Und... Ups. Und die Gesundheit können wir auch erfragen. Machen wir das gleich erstmal. Und dann holen wir dann Hundedude. Aha. Okay. LOL, ja. So, was ist denn mit Sir Eustace Ruf? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. I've searched outside for footprints without any luck. So, ich will nochmal bei Frau Brackenstall nachfragen. Ah, okay. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Das wage ich zu bezweifeln. Your ladyship? Oh, what a horrible thing to have happened. Das wage ich zu bezweifeln.
Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Bekanntschaft mit einem Seemann. Lady Brackenstall kenne jemanden, der an Bord der Rock auf Gibraltar war. Das wissen wir nicht. Keinen Bekannten. Lady Brackenstall heiratete Sir Eustace kurz nach ihrer Ankunft und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmarke Bekanntschaft mit irgendjemand anderem in England geschlossen hat, ist gering. Ja. Ich kann nicht ausschließen, dass da nicht noch ein Seemann war, aber das wissen wir gerade nicht. Okay, haben wir schon einiges an Hinweisen. So, wir wollen doch mal unseren Doggo-Freund holen. Who let the dogs out? Wie gesagt, ich weiß, ich sollte nicht singen. So, Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Gefällt mir. Du singst wundervoll, ich glaube nicht. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Ja, komm, können wir den jetzt mitnehmen, den Dude? Wenn er analysieren steht, kannst du es hier machen? Ah ja, okay. So langsam habe ich den Dreh raus. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. Okay, verstehe. Was können wir noch benutzen? Ein Messer. Let's do that. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Okay. Oder also nicht mit einer Schere, sondern mit einem Messer. Okay, ich möchte jetzt noch mal. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Seemannshintergrund. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist. Und wenn der jetzt natürlich Lady Brackenstall kannte. Ah, okay. So, können wir jetzt unseren Hund mitnehmen? Kommt er mit? Ja? Kommt er mit?
Okay, ich erahne, da kommt einiges zusammen. Ah, da ist unser Hund. Okay, cool. I like. Sir Toby. Sir Toby hilft uns jetzt. Hoffe ich. Search, Toby. Ja. Ha. Ich bin ein Hund. Okay. Da ist eine Spur. Ja. Okay. Holmes. Was steht da? Holmes rufen? Ah, ich kann bellen. Okay. okay, sehr gut. Das gefällt mir. Ego-Mode. Ego-Perspektive. So. Okay. Wir schnüffeln uns also gerade, oder wir schnüffeln gerade den Geruch, der an dem Seil noch war. Hier was gesehen? Nein. Ja. Okay, ab in den Schuppen. Ha! Sehr cool. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ah, da geht's weiter, okay. The scent leads to the well. I should check it. Okay, werde ich gleich mal machen. Huch, noch das. What are we talking about? Oh, da geht's weiter. Okay, Schuppen, Brunnen. Und falscher Chat, genau, Fragezeichen. The intruder's trail is lost behind this wall. Okay. Okay. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ja, in der Tat merkwürdig. Dann gucken wir uns mal Schuppen und Brunnen an. Wir haben hier einmal den Schuppen. Haken. This hook might be useful. Werkzeug. Small gardening tools.
nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Okay. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Und dann ging's zum Brunnen. Sir Toby. Großer Fan von Sir Toby. Ah ja, okay. Oh. Schimmernder Gegenstand. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Ah, okay. Da kann ich jetzt den Haken, genau. Ah. Wenn das jetzt das silberne Besteck ist, dann wissen wir, dass das nicht... Silverware. Ah, This is hardly a coincidence. okay. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ha. Alles sehr merkwürdig. Na, der Stream war weg. Huch. Warum das? Einbruch führte zum Mord. Es steht fest, dass der Einbruch der Grund für den Mord war. Der Täter womöglich vor, später zu klären. Glaub ich nicht. Inszenierter Einbruch. Das glaub ich eher. Für den Tod. Okay. Mörderischer Besucher. Spiels wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tat nach Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Ah, hier ist irgendwas noch schief. Wenn sie jetzt den Seemann kannte. Besuch eines Seemanns. Die Person, die nach Tat nach Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Und irgendwas muss man da noch machen. Besuch eines Seemanns. Was muss ich tun? Da werde ich gleich mal nachfragen, was es mit dem Besteck auf sich hat. Und mit der... Oh, da ist noch was im Archiv. Archiv. Das wollen wir gleich machen. Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Mach ich auch. Es geht hier mal wieder voran. Nice. Okidoki. Ich will jetzt erstmal nochmal nach dem Besteck fragen. Ne, ist das vielleicht Lestrade? Nein. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. Ja, weiß ich. And where is it? In the garden well. Excuse me? Ne, Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Okay, ich will noch mal ins Archiv. Ah ne, immer noch auf Fragen.
Gucken wir mal, was die beiden Damen da sagen. Ah ja. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Indeed. Im Archiv. Rock of Gibraltar, 1893, der Name des Schiffes. Okay. Ich will nochmal zu Baker Street. Da ist nochmal das Archiv durchforsten. Ja. Ah, Sir Toby. Großer Fan. Dachte ich schon, ich weiß. So. Briefe. What? This is where I keep my post. This is where I keep my post. Ja, nach Rock of Gibraltar suchen bitte. Ey. Oh. Oh. Ach, das ist noch von davor. Ah, okay, nett. Okay. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber nett. Habe ich dann noch ein? This is where I keep my post. Ah. So. Forschungsberichte, Zeitung. Möglich. Enzyklopädien. Eher nicht. Zeitung und dann 1893. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide, Southampton, London Line, Cunard Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Aha! Die Dame ist also Mary, jetzt Mary Brackenstall. Okay. Here it is. Ah. Ja, okay. So what? Für Wiggins. Die Adresse. Dort können wir die Liste der Besatzung finden. Okay. Okay. Cool. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. So, what? Für Wiggins. Ach, das ist mein Kumpeldude oder so, ne? Okay. Das ist Wiggins.
nicht Wiggum von Simpsons. Wiggins, could you come upstairs, please? Nett. Praktisch. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really Praktisch. think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has... This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I do not think that this sailor... I do not think that this sailor has... Okay, next. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. I do not think that this sailor... I do not think that this sailor has any connection. I do not think that... I do not think... I do not think that... No. I do not think... This officer was on a ship... Stetig ernährt sich das Eichhörnchen oder so. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. I do not think that this... I do not think that... I do not think... I do not... I do not... I do not... I do not think... Einen habe ich noch, ne? Ja. I do not... I do not... This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Rock of Gibraltar, das ist die Liste. Abfahrt in Adelaide, Australien, bla bla bla. Okay. Bestellen Sie Captain Croker ein, um ihn zur Rede zu stellen. Werde ich machen. Die Frage ist gerade wie. Oh. Automatisch. Okay. Läuft. Bei uns. This Crocker. Geht hier Schlag auf Schlag. It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Okay. Nachttatverdächtigen Seemännern. Okay, Captain Croker. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes. Einige Zeit später.
Een beetje later. Non titelscène. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Mr. Holmes? I was Ah, informed that sehen you were wir. looking for me, and I'd like to know why. Why? Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a Dude war feeling ziemlich is groß. love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Kräftig, genau. Und groß vor allem. Zeitungstinte, okay. Why is that important? Saubere Stiefel. Okay, ja. Matrosenmesser. Ah. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Yeah. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Uns fehlt noch das mit dem Esszimmer. Okay. Und weitere. Mit Schuld, Alibi. Ja, er wird mitschuldig sein. Ah. Das war schnell. Haben wir den Fall jetzt gelöst? Wir haben zwar nicht alles abgeschlossen. Der Captain ist der Täter. Das würde ich so unterschreiben. Sir wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen, wendig, hochrangiger Seemann, keine Gnade. Jack Croker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Genau, Gnade. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Croker wollte lediglich eine Frau vor einem gewaltigen
trunksichtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden Details was machen wir denn da jetzt? Ja, ich tendiere tatsächlich X zu drücken. Das ist schon. So, Frage an den Chat. A oder X? Ich tendiere zu X, aber ich lasse mich da gerne X. Was sagte Mallow? Wenn er noch da ist, falls er nicht verschwunden ist. Ich tendiere auch zu X. Haben wir heute 2 Fälle gelöst. Gut, der eine war jetzt eher am Ende, der erste Fall war eher am Ende, aber der zweite Fall jetzt ging relativ flott. Ja, 1 Stunde etwa gebraucht. Bisschen mehr. Ah, okay, ich drück mal X. Ja. Haben wir noch gar nicht gemacht, Nahelwald. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Weniger als 1 Stunde später. Minder dan 1 uurtje later. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Mach keinen Scheiß. Ich drücke. Sehr gut. Hab's geschafft. Okay. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. Oh. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality.
Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. No. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. Sehr cool. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Sehr cool. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So geht's also auch. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. Ja, I shame on me. mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Ja, okay. 16 von 16. Captain ist der Täter, stimmt. Gnade. Und Entscheidung bestätigen. Den Fall abzuschließen. Da werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung in das Kapitel. Yes. Die Affäre Abbey Grange, Ihre Einstufung, Persönlichkeitseinstufung neutral. Ja, war vorhin auch so. Okay. Das Drama von Kew Gardens. Ich hätte Bock weiterzuspielen. Hätte ich tatsächlich. Aber ich denke, wir belassen es heute dabei. 2 Fälle abzuschließen ist einfach gut. Ich werde mal schauen, dass ich das nächste YouTube-Video von letztens mal am Sonntag hochlade oder am Sonntag online stelle. Ansonsten würde ich mich einfach für heute verabschieden. Genau. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es war unterhaltsam. 2 Fälle abgeschlossen. Ich hoffe, wie gesagt, geht es weiter mit dem nächsten Fall. Ich habe schon mal geschaut, es sollen 6 Fälle sein. 4 haben wir jetzt, also 2 Fälle noch. Vielleicht schaffen wir es so in 2, 3 Streams. Auf jeden Fall, wer das hier so auf YouTube sieht, schaut mal vorbei. Dienstagabend 20 Uhr Nordic Physics Gamer. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, sagt, was euch gefällt. Okay, das ist jetzt der Anfang. Wer das hier auf Twitch sieht, auch schaut mal vorbei. Dienstagabend 20 Uhr Nordic Physics Gamer. Ansonsten würde ich sagen, schauen noch mal gerade, ob er gespeichert hat. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, ich denke mal, nächste Woche sollte klappen. Bis dann und tschüss. Ciao. Bye bye. Auch diese Merlo. Ich hoffe, du bist noch irgendwo da. Aber ja, wünsche einen schönen Abend. Schlaf gut. Bis dann. Nacht die Nacht.